Liebe Strategie-Fans, willkommen zurück zu Empires of the Undergrowth. Okay, gut. Ziel, wir sollen mehr Nahrung sammeln als die Gegner. Am Anfang hat es halt nicht so gut funktioniert, weil ich mit der Ameisen-Kolonie noch gar nicht vertraut war. Und ja, jetzt bemühen wir uns aber, den Rückschritt aufzuholen. So. Und wir bauen weitere... Ui. Na gut. Ah, hier ging so eine... Gegen die Spinne. Okay. Oh, wir haben bald ein Problem mit Abfall. Immer upgraden. Und eventuell auch noch vergrößern. Also da, mit der Mechanik hatten wir ja vorher gar nichts zu tun gehabt, mit der anderen Ameisen-Kolonie. Abfall. So, seid ihr fleißig? Jawohl. Oha, 738. So, Abfall kann man upgraden. So, wie läuft's her? Okay, die kleinen fangen auch noch was weg. Die großen sowieso. And under the cloak of darkness, velvet worms, bush crickets and harvestmen emerge from their hiding places. Any ant straying from the relative safety of the trail will likely meet with an unfortunate end. Okay. Ja gut, auf der Spur sind ja auch immer hier unsere Kriegerinnen auch dabei. So, jetzt läuft's langsam. Der Nahrung. Sehr schön. Abfall ist kein Problem. Noch 300 hier. Und ja, der Vorsprung wird aber irgendwie nicht geringer. Okay, hier haben wir gar keine Gefahr. Dann... Na gut, da oben. Dass wir hier mal dann eine Kammer anlegen für die ganz großen Spinnen. Ameisen. So, dann da ein. The leafcutters have raised their first major ant. Its swollen head is filled with muscle to power its crushing jaws. Few stand against it in combat and escape unscathed. This champion warrior will make a fine addition to the colony. Jawohl.
So, dann sammelt mal fleißig weiter. Ja, dann eventuell die Gegner angreifen, dass sie keine Nahrung mehr sammeln können. So, unser Zweiertrupp geht in die Offensive. Und die müssen wo lang laufen? Ja, außen, oder wie? Wie bewegen die sich? Ach, die sollen... Okay, wir sammeln gerade auch noch Nahrung ein. Das müssen wir jetzt natürlich verhindern. Das wirft uns erstmal richtig Zeug. Paracanthus varius bush cricket has spotted the ants. Its thorax and appendages are adorned with sharp protruding spikes, offering 360 degrees of protection and turning its substantial forelegs into a pair of deadly flails. This spiny devil will not easily be deterred. So. Bisschen upgraden alles. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. So, da hatte ich schon gesagt, dass sie auch ein bisschen Nahrung einsammeln sollen. Leafcutters aren't the only ants nearby. Whilst the two atta colonies joust for territory, Odontomachus bauri trapjaws roam the clearing. They can be found hunting alone in small packs for vulnerable invertebrates to take back to their nest. They use snapping jaws to bludgeon their targets, exerting 300 times their body weight in a single blow. Hört sich ungesund an. So, dann einmal kurz keine Nahrung sammeln. Und geht in die Offensive. Die Einser können dahin, da sind sie ja dann verteidigt. Attacke, Leute. Da kommen die Großen. Jetzt schauen wir mal. Also theoretisch, wenn man das hier... Wenn wir den Spot hier unter unsere Kontrolle bringen können. Dann kriegen die keine Nahrung mehr. Okay, die können auch zur anderen Seite ausweichen, aber ob die das machen? The opposing leaf cutters have retreated from one of their harvesting sites. They may have been easily startled this time, but they'll soon be back, and in greater numbers. So, unsere Arbeiter aufwerten. Die sich auch ein bisschen verteidigen können. So. Level 2. Sind sie dann alle? Und wir haben hier... Oh. Zurückziehen, nicht kämpfen. Uiuiuiui, okay. Nahrung einsammeln. Jetzt kommen sie wieder. Oha, Leute. Ja, wir haben ja auch einen gewissen Rückstand. Eieiei.
Okay, einmal dahin. As the sun rises over the treetops above, the diurnal jungle invertebrates emerge once again to replace their nighttime counterparts. The ants will remain steadfast in their efforts. All must be risked for the harvest. Ja, okay, vielleicht müssen wir die Mission noch neu starten, weil der Anfang dermaßen schlecht war. Oder nur mit der 3, mit denen so ein bisschen harassen. Ein bisschen die gegnerische Wirtschaft durcheinander bringen. Okay, die verteidigen jetzt hier den Spot. Okay, da gibt's nichts mehr. Da gibt's noch einiges und hier unten. One of the ants has fallen prey to a young, leaf-mimic praying mantis. Once in range, its long, razor-clad forelegs can ensnare and impale victims with lightning speed. Okay, die Dreier keine Nahrung sammeln. So kämpfen. Und hier die Dreier upgraden. Okay, das ist natürlich teuer. Dann kommt mal. The leaf cutters have clashed northeast of the nest. Jawohl. So. So, jetzt macht er noch eine Spinne mit. Opposing leaf cutters have been cleared from an area to the northeast. Harvesting operations can now continue. Ach, sie weichen aus. Okay, sammelt ruhig mal Nahrung ein. Ja. Okay, ganz cool. Zweier einmal in Offensive. Ein Dreier dorthin. Ganz viel Nahrung. Ja, unsere Groß nochmal upgraden. Oh, weitere Informationen. Machen wir mal die anderen zu. Die Mayo-Ameisen sind die Krieger der Kolonie und so weiter und so fort. Ja, und sie erzeugen Bedrohung. Okay. Die Stachel der Laubheuschrecken fügen jeder Kreatur Schaden zu, die sie angreift. Größere Laubheuschrecken verfügen zusätzlich über einen starken Blutenflächenangriff, der Gesundheit von Gegnern in der Nähe langsam verringert. Diese Schnappkieferameisen haben mächtige Kiefer. Jeder Treffer damit fügt hohen Schaden zu. Wenn ihre Gesundheit zur Neige geht, katapultieren sie sich mit Hilfe dieser Kiefer aus der Gefahrenzone und heilen sich dabei. Die einem Blatt ähnelnde Gottesanbeterin wird nicht auf der Minikarte angezeigt und ihre Gesundheitsleiste wird erst sichtbar, wenn sie angreift. Ah, okay, also kann man sich hier auf die Minimap nicht komplett verlassen. Halte nach diesem Tier Ausschau, bevor du Ameisen in den sicheren Tod schickst. Zusätzlich verzehren große Exemplare Gegner in mittlerer Entfernung und stellen so ihre Gesundheit wieder her. Okay, ach, hier, guck mal, ja. The battle has begun. Ah, okay, die weichen dann immer strategisch aus.
Okay. Ja, unsere drei, die müssen sich dann erstmal sammeln. Das Wasser. Okay, das ist nicht sinnvoll da oben. Sammelt lieber hier Nahrung ein. So, die Dreier haben sich gesammelt. Ah, nimmt ruhig hier die Spinne raus. As the leaves nearby are depleted and the superior hillside at a colony cuts off access to new pastures, the nest falls into ruin. The ants grow weak, the gardens rot, and the queen is left to starve. Her reign has ended. Tja, okay, gut, dann nochmal anfangen. Und dann mit dem gewonnenen Wissen halt es besser machen. Okay, also. Die Ernte. Mittel. Wieder, dass sie tanken und dann geht's auf ein neues. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. So. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. The juicy grubs nearby are a staple meal for many underground opportunists, but for now at least, they will go ignored. This budding Atacephalotis leafcutter colony has only one viable source of food, and it must be collected above ground. So, dann haben wir das schon mal. Dann unsere kleinen Arbeiter. Ja. Okay, und oben dann nachher später ausbauen. Mal so. Und dann ab zur Oberfläche. Nahrung einsammeln. The small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to their undefended queen. They will need time and luck on their side. The workers have located a patch of young seedlings, just what they were looking for. The leaves are soft enough to be sliced up with ease and carried back to the nest. Jawohl. Wissen wir doch, wir sind Profis. So. The harvested leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus. Dann hier unten wieder die Abfallkammer. Denke ich mal ganz okay. Ja, die war recht weit weg dann, aber hatte doch funktioniert. Nicht, dass unsere Leute da, unsere Ameisen irgendwie vergiftet werden. So. Activities outside the nest have not gone unnoticed. They are being watched. Okay. Noch wissen wir auch noch gar nichts von den anderen, oder? Immer die schon? Ah doch, da sind sie auch schon fleißig dabei, okay. Und dann würden wir nach der Kammer, also wenn wir die kleine Kammer hier voll haben, direkt anfangen, die größeren
Ameisen zu bauen. Ich wollte schon fast wieder Spinne sagen. Okay. Ja, die sammeln ja dann die Blätter wesentlich schneller. Oha. Leute, ausweichen. Okay. Also hier anfangen mit der Kammer für die Nahkämpfer nächste jetzt mal oder für die mittleren, für die Media Schneider. Also das ist hier noch der Ring für die Arbeiterin. Für die Kleinen. The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. However, another Ernte colony has already laid claim to them. The close proximity of these nests places the two colonies in direct competition with one another. Jawohl. Time will tell which Okay, das sieht doch jetzt schon viel besser aus. a great empire and which will submit to the unforgiving law of the Undergrowth. So, hier ein Beschleunigungsfeld. Da können wir euch schon mal eine Arbeiterin züchten. Beschleunigungsfeld. Oh. Abfall. Und ihr macht hier auf jeden Fall mit. Ganz wichtig. Na, das ist doch schon wieder eine Spinne. Na gut, dann nach da hinten. So, die Abfall kann man upgraden. Beschleunigungsfeld. Ja, die mussten jetzt einmal da rein, um das auszubauen. So, noch eine von den größeren. Okay. Ah, wir sind schon wieder uns voraus. Aber es ist halt jetzt nicht so eine Katastrophe wie beim letzten Mal. So, einmal alle sammeln. Lassen uns hier einigermaßen in Ruhe. So, noch eine große. Die vierte. Ah, die haben ja auch eine große. Oha, und schon eine von der Stufe 3, ja. Wahnsinn, das ist einfach optische Täuschung, weil die jetzt hier hochgeklettert ist. Optische Täuschung, okay.
As So. the sun sets below the horizon and the thick rainforest canopy shrouds all but the slightest glimmer of moonlight, Oh, the Abfall. predators of the night begin to emerge. Nicht gut. Okay. So. Sieht's hier aus? Ja, das sieht doch gut aus. Aber wir liegen immer noch ein bisschen zurück. Opfer kann man aufwerten. Und da kommt wieder viel Nahrung an. Eventuell die Blatt kann man auch aufwerten. Okay. Und gleich ist die Kammer hier voll. Jawohl. So. Ach so, hat ein Blatt abgeknabbert, okay. So, und dann als nächstes halt die großen. Mal Beschleunigungsfelder anlegen. Und dann die große Ameise. Und dann in Gruppe 2. Die schafft das ja hier wahrscheinlich schon alleine. The leafcutters have raised their first major ant. Its swollen head is filled with muscle to power its crushing jaws. Few stand against it in combat and escape unscathed. This champion warrior will make a fine addition to the colony. These rove beetle larvae are distant relatives of the European devil's coach horse. Despite a few million years of separation, they share the same carnivorous appetite, razor-sharp pincers, and most importantly, a fearsome final form. So. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ah, die sind richtig stark. Okay. So, noch einer. Haben wir jetzt erstmal genug Platz, um uns auszudehnen? Ah, da oben ist halt noch ein bisschen. Ja gut, erstmal werden wir uns hier ausbauen. Und da haben wir genug Platz.
Okay, wir haben die Gegner hier fast eingeholt. Okay, da gibt es eine direkte Verbindung. Wie sieht's hier aus? 1 gegen 1 gegen eine Spinne? Okay, die werden in Ruhe gelassen. Okay, gut, Leute. Ah, Kopf an Kopf rennen, ja. Okay, also wir müssen als erstes 10.000 haben, klar. So, gut. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye, bye. Wir machen noch so lange weiter, bis wir es überholt haben. Ne, jetzt sind wir wieder ein bisschen zurück. Okay, gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.